Stell dir vor, du bist ein Hersteller für Bohrmaschinen und die Hälfte der Arbeiter auf deinem Gelände, die gehören gar nicht zu deinem Unternehmen. Mein Name ist Steffen Wies, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer ISST in Dortmund in der Abteilung Industrial Manufacturing und möchte dir heute ein bisschen mehr zum Projekt Plattformökonomie erzählen. Das Projekt Plattformökonomie ist Teil eines größeren Projektes, und zwar der Silicon Economy. Mit der Plattformökonomie wollen wir Unternehmen dazu befähigen, in der Silicon Economy zu partizipieren. Was ist das Ziel der Plattformökonomie? Es geht darum, einen Use Case, eine Referenzarchitektur und eine Referenzimplementierung für einen Use Case zu entwickeln und daraus am Ende als großes Ziel eine generische Referenzarchitektur zu bestimmen und zu entwickeln. Wie sieht nun die Ausgangslage aus? Ich habe gesagt, ein Bohrmaschinenhersteller. Also bin ich ein OEM. Natürlich, was brauche ich für meine Bohrmaschine? Ich brauche natürlich Teile. Die muss man einkaufen, also für mich besorgen. Das heißt, bei extern frage ich also nach den Teilen. Dann werden sie angeliefert. Dann kommt sie in den Wareneingang, werden also mit dem Gabelstapler aus dem LKW geholt, kommen ins Lager, werden kommissioniert und anschließend kommen sie in die Montagehalle. Und dort gibt es natürlich eine Stückgutliste, weil die Mitarbeiter müssen ja wissen, wie das Ganze zusammengebaut ist. Dann wird das Ganze montiert und am Ende habe ich ein fertiges Produkt. So, dann kommen die natürlich dann verpackt, werden wieder mit dem Gabelstapler in den LKW geladen und werden dann zum Kunden oder zum Zentrallager oder zum Großhandel geliefert. Und als ich dann ins Projekt ein bisschen verspätet reinkam, habe ich das gesehen und gedacht, ja, ich meine, Gabelstapler, Wareneingang, Warenausgang, Kommissionierung, Lager, das ist ja alles bei mir auf dem Gelände. Also es gehört ja alles zu mir, oder nicht? So, vielleicht noch die Anlieferung, das macht ja irgendein LKW oder so. Gibt vielleicht auch eigene LKWs, manche Firmen haben auch eigene LKWs dann. Aber nee, richtiger Mindblowing-Effekt, so ist es nämlich nicht. Und zwar gibt es hier noch 3 andere Dienstleister, die hier am Werke sind. Und zwar ist es einmal der 4PL-Dienstleister, der 2PL-Dienstleister und der 3PL-Dienstleister. Der 2PL-Dienstleister ist ein Spediteur, ein LKW-Unternehmen, wer also die Waren reinliefert und die fertigen Waren am Ende wieder abholt und zum Händler bringt. Dann gibt es den 3PL-Dienstleister. Hier ist das Unternehmen auf dem eigenen Gelände unterwegs, und zwar am Lager tätig, in Kommissionierung oder auch beim Wareneinausgang. Das heißt, die Ware wird aus den LKWs rausgeholt, wird ins Lager gebracht und am Ende wird sie wieder ins Lager gebracht, die fertige Ware oder in den LKWs geliefert. Oben drüber ist jetzt der 4PL. Aber was macht denn der 4PL? Der 4PL koordiniert das Ganze. Ich bin also als OEM, gebe ich meine Anforderungen an den 4PL weiter, ich kommuniziere viel mit ihm und so weiß der 4PL, was zu tun ist. Das heißt, er koordiniert dann den 3PL, er sorgt also dafür, dass Mitarbeiter da sind, die entsprechende Arbeit auf meinem Gelände verrichten, dass externe Unternehmen dazukommen und auch genauso sorgt er dafür, dass die Waren auch entsprechend angeliefert werden und die fertige Ware zum Großhändler kommt. Ich muss mich also nicht darum kümmern, dass meine Ware irgendwie wieder bei mir ankommt, sondern ich muss mich nur darum kümmern, dass die Ware dann, wenn sie auch von einem anderen Dienstleister in meine Montagehalle kommt, dass ich das fertige Produkt herstelle und entsprechend danach kümmern sich wieder andere Dienstleister darum. Und all das koordiniert der 4PL. Und diesen Case wollten wir dann in dem Projekt oder haben wir in dem Projekt dann als Softwarearchitektur umgesetzt. Der erste Entwurf, jetzt hier einmal ein bisschen klarer auch dargestellt von den Farben her. Wir haben einmal verschiedene Teilnehmer, wir haben den OEM, den 4PL, 3PL, 2PL, Zulieferer. Und wir haben auch verschiedene Schritte, und zwar haben wir versucht, Steps 1 bis 22 sind das hier, haben wir versucht abzubilden, wie das Ganze denn einmal als sequenzieller Ablauf in dem Projekt funktionieren kann, der ganze Datenfluss einmal. Und wir haben immer die ganzen Pfeile sind auch alle verschiedenfarbig dargestellt, und zwar je nach Prozesstyp. Also wir haben hier zum Beispiel ein Statusmanagement, wir haben einen Frachtbrief, der hier ausgetauscht wird. Und da aber jetzt hier natürlich in der Softwarearchitektur und Daten ausgetauscht werden und wir am Fraunhofer ISST sind und sagen, ey, da werden Daten ausgetauscht, dann schlagen natürlich ganz groß Alarm, denn Datenaustausch ist nicht einfach gleich Datenaustausch für uns, sondern wir wollen das nicht einfach nur irgendwie SSL verschlüsselt, also dass der Austausch verschlüsselt ist, sondern wir wollen auch, dass das Ganze souverän stattfindet. Das heißt, wir bauen ja auf Datenraumtechnologien auf, also große Forschungsgebiete der Datenraum. Und jeder Teilnehmer bekommt hier an dieser Stelle also auch einen Datenraum-Connector. Mit diesem Datenraum-Connector ist er befähigt, wenn er mit anderen Daten teilt,
dass er diese Daten auch entsprechend mit Nutzungsregeln hinterlegen kann. Als OEM kann ich also sagen, ja, du 4PL, du bekommst meine Anforderungen, aber darfst damit und das machen. Und das handeln wir dann aus über unsere Datenraumkonnektoren, und wenn die Daten dann geteilt werden, muss sich der 4PL an diese Daten halten, an diese Regeln halten. Und genauso haben auch die anderen Teilnehmer ihre eigenen Konnektoren, um an diesem großen Ökosystem, an dieser Logistikplattform als Datenraum teilzunehmen. Und wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen mehr runterbricht, Richtung Implementierung, dann sieht man also, man hat eine Logistikplattform, man hat verschiedene Teilnehmer natürlich, die OEM, 4PL, 3PL und so weiter. Und man sieht, dass jeder Teilnehmer einen eigenen Connector hat und jeder hat spezifisch auf seine Rolle verschiedene Funktionen. Die sind hier immer noch in der gleichen Farbe abgebildet. Und es gibt darüber hinaus einen Broker für alle. So ein Broker, kann man sich vorstellen, ist wie ein riesiges Telefonbuch. Wenn ich jetzt Daten anbiete, das weiß ja vielleicht keiner, welche Daten ich alles anbiete, jetzt als 2PL oder 3PL. Ich bin vielleicht der 10. 2PL jetzt hier in der Gegend, den es gibt. Und damit auch andere auf mich aufmerksam werden und vielleicht auch wissen, wie wir dann miteinander in Kontakt treten können mit Datenaustausch, kann ich das am Broker hinterlegen, und der Broker und der 4PL kann mich dann so zum Beispiel finden. Und man sieht es am Ende genau die Architektur. Jeder Teilnehmer hat einen Connector. Und das Ganze lässt sich am Ende einfach als finale Version so unterbrechen, dass wir eine Plattform haben. Wir haben einen Broker und wir haben n viele Konnektoren als jeder Teilnehmer, die dann untereinander ihre Daten haben.